2026 ist nicht mehr die Frage, ob du deine Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen überhaupt tracken solltest, sondern in welchen KI-Suchmaschinen. Das hat sich verändert. Es gibt mehrere Systeme, die man tracken kann. Es gibt pro KI-Suchmaschine mehrere Versionen und so weiter. Und genau um das geht es heute in diesem Video. Ich gebe dir einfach persönliche Insights, was so ein bisschen unser Regelwerk in unserer Agentur ist. Wir sind ja über 25 Leute und haben dazu natürlich Dutzende Projekte im Zugriff und sehen ganz genau, was zum Ziel führt und was eben nicht. Schauen wir uns mal an, wie die Welt da draußen KI-Suchmaschinen nutzt. Und zwar auf einer Präsentation von Otterly AI habe ich diese Folie gefunden, dass AI Overview und AI Mode über 15 Milliarden Queries pro Tag abarbeiten. ChatGPT sind dann nur noch 2,5 Milliarden. Dann Gemini als eigene AI, ist auch ein Google-Produkt. Dann Copilot, DeepSeek und so weiter. Also es gibt mehrere KI-Suchsysteme, das wissen wir ja schon. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es da auch Unterschiede in ChatGPT oder in einer KI-Suchmaschine? Und ja, das ist der Fall. Also nehmen wir uns mal her, ChatGPT 4o oder 4 versus ChatGPT 5. Was ist da der Unterschied? Manche KI-Tracking-Tools kann man tatsächlich unterscheiden, ob eher das eine oder das andere getrackt werden, aber schon lange nicht mehr alle. Warum ist dieser Unterschied so relevant? Das Hauptlearning ist eigentlich, man muss versuchen zu verstehen, wie vermutlich deine Zielgruppe agiert. Also, ChatGPT 4o ist primär die Version, die eingesetzt wird, wenn es kostenfreie ChatGPT-Accounts sind. ChatGPT 5 ist eher nur in bezahlten Plänen verfügbar. Nutzt deine Usergruppe bezahlte KI-Suchmaschinen, also Abos, oder eher die kostenfreien Varianten? Das macht einen Unterschied. Generell kann man sagen, dass in dem Beispiel B2C, also Privatkunden, eher eine kostenfreie Variante nutzen. Das heißt, B2C würde ich eher tracken ChatGPT 4. Hingegen, wenn deine Zielgruppe eher B2B ist, also andere Unternehmen, würde ich eher Pro-Pläne tracken, eben zum Beispiel ChatGPT 5. Die Gretchenfrage ist aber jetzt, welche Zielgruppe nutzt welche KI-Suchmaschine? Da blende ich dir jetzt eine Tabelle ein, wo ich versucht habe, mit KI das ein bisschen einzuordnen. Grundsätzlich AI Overviews ist ja keine alleinstehende KI, sondern ist ja das Sichtfeld, das in Google eingeblendet wird, bei manchen Suchanfragen, meist eher bei informationsorientierten Suchen. ChatGPT, glaube ich, kennen wir alle. Google Gemini eben die Google KI-Suche. Und alleine hier in dem Unterschied, AI Overview, die breite Masse, okay, verstehe ich. ChatGPT meist tech-affine Menschen oder so Generalisten. Ehrlicherweise mein Patenkind mit 15 verwendet auch primär ChatGPT. Google Gemini ist ein bisschen jetzt gerade im Kommen, als so der neue Goldstandard in KI-Suchen. Ja, hat ein Alter von 25 bis 34 angeblich. Man muss das immer selbst ein bisschen validieren, was man denn da glaubt. Ehrlicherweise mit DeepSeek, genau China, Coding und Co. habe ich nicht so viel Erfahrung und Berührungspunkte, tracken wir auch intern sehr, sehr selten. Perplexity, B2B Professionals, ein Grund, warum wir Perplexity sehr, sehr oft verwenden. Ich sage dir aber gleich nachher mal noch was unser Standardprotokoll ist. Ja, Grok, Power User, Tech Early Adopters, glaube ich auch. Habe ich auch wenig Berührungspunkte, ehrlicherweise. Und Claude ist so ein Thema. Claude begegnet mir sehr, sehr oft, aber eher als Tool, um etwas zu erschaffen, weniger um zu suchen. Also Claude Code, Claude Agents, beziehungsweise natürlich Cloud-Textgenerierung per se. Aber ob das so als Suchmaschine so stark genutzt wird, bin ich mir da ein bisschen unsicher. Was ist jetzt so ein bisschen auch unsere Empfehlung oder unser Standardprotokoll? Also schauen wir uns mal an, was ich dir empfehlen würde, immer zu tracken. Und das ist tatsächlich nur eine KI, nämlich ChatGPT. Hat folgenden Grund. Normalerweise können auch die ganzen Geo-Tracking-Tools, auch AI Overview zum Beispiel. Bei Google AI Overviews ist aber das Problem, dass die AI Overview nur bei bestimmten Arten von Prompts oder Keywords überhaupt da sind. Das ist ja das in der Google-Suche. Das heißt, wenn ich suche, wie mache ich eine gute Pizza, dann kommt ein Google AI Overview. Wenn ich suche, wer sind die besten Pizzerien in München, da kommt kein AI Overview, tendenziell. Das heißt, das passt nicht immer. Perplexity ist auch so ein Thema, aus meiner Sicht eher B2B Professionals. Für eine Pizzeria würde ich Perplexity nicht prüfen regelmäßig, für B2B schon. Also, grundlegend, für jeden Case würde ich immer ChatGPT tracken. In welcher Version
Vermutlich eher in der 4.0 oder in der webgescrapten Variante, was ja manche Tools anbieten, die quasi auf das ChatGPT mit einem Agent draufgehen, die Prompt eingeben, den Text auslesen und ohne API arbeiten. Jetzt unterscheide ich in zwei großen Varianten, B2B oder B2C. B2B bedeutet ja Kunde, Unternehmen ist quasi der Zielkunde. Aus meiner Sicht gehört als Unternehmen getrackt, also wenn Unternehmen die Zielgruppe sind, Perplexity, Copilot, ChatGPT Pro Plan, also 5X oder welche Version gerade aktuell ist, und Gemini. Manche Unternehmen verwenden eher das Google-Universum, nämlich in ihren E-Mails und Co., den Google Workspace, da ist halt Gemini integriert. Manche nutzen halt eher die Microsoft-Welt, so mit Copilot. Und aus diesen 4 Mixes ist aus meiner Sicht im B2B der Großteil abgedeckt. Wenn du Privatkunden als Zielgruppe hast, dann ist es eher ChatGPT, wenn du es unterscheiden kannst in deinem Tool, eher die kostenfreie Variante. Google AI Overview, wenn du viel mit so Blog und all dem arbeitest natürlich. Und Google Gemini. Aus meiner Sicht reicht dieser Mix aus diesen Tools, weil du musst dir immer verstehen, wir haben ja Prompt, wir haben KI-Suchmaschine und das multipliziert sich natürlich. Das heißt, wenn du 20 Prompts trackst in 5 Suchmaschinen, hast du mal 100 Dinge zu beobachten, generell. Ich empfehle dir natürlich hier zu tracken. Einfach probier auch mehrere KI-Suchmaschinen aus. Probier mal einen Grok aus, ein DeepSeek. Aber als Standardprotokoll würde ich es dir eben aktuell nicht empfehlen. Mich interessiert aber natürlich auch, was deine Meinung ist. Also füg das gerne unten als Kommentar unter dem Video hinzu. Ein guter Tipp sind noch die Geo-Tools, die Gründer auf LinkedIn zu connecten, aber auch deren Blogs und Newsletter sich einzutragen, weil sich da einfach laufend etwas tut. Genau, also da einfach diese beobachten, da gibt es wirklich tolle Insights, die regelmäßig gepostet werden und das Ding verändert sich halt laufend. Das ist das Thema. Ich hoffe trotzdem, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann abonniere gerne unseren Channel und gib dem Video einen Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald im nächsten Video.